Heute nähen wir eine Schleifenbluse oder ein Schleifenkleid. Das Schnittmuster findet ihr unten in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich bin Juliana und heute zeige ich euch, wie ihr diese coole Schleifenbluse oder das verwandte Schnittmuster des Midi-Kleids nähen könnt. Heute dreht sich alles um das ausgestellte Kleid in Midi-Länge oder die verwandte Bluse. Beide haben in der vorderen Mitte zum Verschluss eine wunderschöne Leiste mit Schleifen und richtig süße Ballonärmel. Du kannst die Teile sowohl im Alltag, hallo seitliche Eingriffstaschen, als auch schick zum Ausgehen mit einer hübschen Sandalette kombinieren. Beide Schnittmuster sind aus dem Nähbuch Nähen für mich Outfit of the Day, was wir mit dem EMF Verlag zusammen herausgebracht haben. Darin enthalten sind 12 richtig coole Schnittmuster, die ganz viel Spaß zum Nähen machen. Wenn du das Buch noch nicht hast, dann solltest du es dir schleunigst bestellen oder in den nächsten Buchladen gehen. Oder wenn du es eilig hast, kannst du es dir auch als E-Book herunterladen. Den Link zum Nähbuch findest du unten in der Beschreibung. Wenn du dann alles vorbereitet hast und dein Stoff zugeschnitten ist in der richtigen Größe, dann kann es hier weitergehen. Befolg alle Schritte, die ich dir hier vormache, Schritt für Schritt, dann kann nichts schief gehen und du kannst auch nichts vergessen oder überspringen. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns einfach mal starten. Aber bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch bitte dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer nächsten Schnittmuster mehr verpassen. Ganz viel Spaß beim Nähen! So, dann legen wir mal das Rückteil mit der rechten Seite nach oben vor uns hin und legen dann die Vorderteile rechts auf rechts darauf, sodass die Schulternähte und die Seitennähte miteinander abschließen. Die stecken wir uns dann komplett aufeinander. Das Ganze machen wir auf beiden Seiten, also mit beiden Vorderteilen. Und dann nähen wir die 4 Strecken. 2 Schulternähte und 2 Seitennähte. Wir nähen mit einer Nahtzugabe von 1 cm und verriegeln am Anfang und am Ende. Die Stecknadeln könnt ihr nach und nach entfernen. Das war jetzt zum Beispiel eine Schulternaht. Dann machen wir noch die Seitennaht genau danach. Die Nähte können wir dann bügeln. Als erstes einmal von der linken Stoffseite bügeln wir die Nahtzugaben platt. Und dann falten wir uns die Nahtzugaben auseinander und bügeln sie dann auch schön platt, sodass sie von der rechten Seite dann möglichst wenig zu sehen sind. Dann bereiten wir jetzt unser Rüschenteil vor. Je nachdem, ob ihr das Kleid näht oder die Bluse, habt ihr dort jetzt angeschnittene Taschen. Bei dem Kleid ist zu beachten, dass nicht die Taschen bei jeder Größe angeschnitten sind. Bei den größeren Größen müsstet ihr bitte noch die Taschenbeutel einmal rechts auf rechts zwischen die Knipse auf der Seitennaht des Rockteils legen und diese einfach mit einer geraden Naht annähen. Und dann die Beutel einmal nach außen bügeln, sodass die Nahtzugaben eben nach innen zeigen. Dann sieht das genauso aus wie hier und ihr könnt die Teile auch rechts auf rechts aufeinander legen. Wenn ihr die Bluse macht, dann sind da eben keine Taschenbeutel dran. Legt dann trotzdem bitte einfach die Seitennähte rechts auf rechts aufeinander und steckt die gerade Strecke. Wenn ihr jetzt die Variante mit Taschen macht, dann steckt jetzt die Strecke einmal von ganz oben, von der oberen Kante bis zum Taschenbeutel, dann ringsherum um den Taschenbeutel bis zu der Ecke darunter und von dort an wieder bis zum Saum. Steckt euch das genauso auf beiden Seiten von eurem Rockteil oder dem Rüschenteil und näht jetzt einmal diese Strecke komplett ab. Wir verriegeln ganz oben, nähen dann auch mit einer Nahtzugabe von 1 cm bis zur ersten Ecke, lassen dort unsere Nadel stecken, heben den Nähfuß, wenden dann unser Rockteil in die nächste Richtung, nähen jetzt hier die komplette Rundung von unseren Taschenbeuteln aufeinander bis zur nächsten unteren Ecke. Auch dort lassen wir die Nadel wieder stecken, genau in der Ecke, also immer mit einem Abstand von 1 cm zur Kante vom Taschenbeutel und auch zur Kante von unserer Seitennaht. Heben dann wieder den Nähfuß, drehen dann den Rock wieder, sodass wir in Richtung Saum schauen und nähen dann nur noch weiter, ganz gerade bis zum Saum.
Dann bügeln wir die Nahtzugaben wieder einmal platt, und zwar von der linken Seite. Anschließend können wir das Teil dann einmal wenden und von der rechten Stoffseite darauf schauen. Und jetzt, wenn ihr die Tasche habt, sollte die in Richtung des Vorderteils zeigen und die Nahtzugabe der Seitennaht dementsprechend auch. Die könnt ihr einmal komplett bügeln. Wenn ihr keine Taschen verarbeitet habt, dann könnt ihr die Nahtzugaben auch wieder auseinander bügeln. Dann können wir den Beleg vorbereiten. Legt den Rückteilbeleg mit der rechten Seite nach oben vor euch hin und darauf dann den Vorderteilbeleg. Steckt dann die kleinen Schulternähte aufeinander, rechts auf rechts, und näht anschließend die kurzen Strecken zusammen. Macht das bitte auf beiden Seiten. Die Nahtzugaben werden dann auch erst wieder platt gebügelt und anschließend auseinander. Wenn ihr das Kleid näht, dann könnt ihr an dieser Stelle jetzt den Beleg an euer Oberteil nähen. Solltet ihr die Bluse nähen, dann machen wir das später. Ich sage an, wann. In jedem Fall legen wir den Beleg jetzt rechts auf rechts um die vordere Kante und auch das Halsloch, sodass jeweils die Stoffkanten genau miteinander abschließen, und dann stecken wir uns die gesamte Strecke ringsherum. Die Schulternähte von unserem Beleg sollten auch genau rechts auf den Schulternähten vom Oberteil liegen. Steckt euch da gerne eine Quernadel, damit die nicht verrutschen. Und auch die hintere Mitte sollte genau auf die hintere Mitte des Oberteils stoßen. So sieht das aus für das Kleid. Wir fangen jetzt hier an, nähen einmal hoch bis zur Ecke, um das Halsloch herum bis zur Ecke und wieder bis zum Saum. Die Nahtzugabe beträgt die ganze Zeit 1 cm und wir fangen an der unteren Kante an, nähen dann also einmal gerade hoch bis zu unserer ersten Ecke, vorne bei unserem Halsloch, lassen dann dort die Nadel stecken, 1 cm vor dem nächsten Rand hier, heben den Nähfuß, drehen das Ganze in Richtung des Halslochs, nähen dann hier die Rundungen schön aufeinander. Auch hier sollten die Stoffe die ganze Zeit rechts an der Kante miteinander abschließen. Wenn wir über die Schulternaht nähen, dann gucken wir nochmal, dass die Nahtzugaben bei beiden Lagen schön auseinander gebügelt sind, wie zuvor. Nähen dann darüber. Wenn ihr eine Quernadel gesteckt habt, könnt ihr die auch an der Stelle stecken lassen. Dann nähen wir einmal das rückwärtige Halsloch. Und ab dort ist alles genauso, nur spiegelverkehrt. Also macht das bitte genauso wie auf der ersten Seite bis runter zu der unteren Kante. An den Ecken, hier oben bei unserem Halsloch, können wir jetzt die Nahtzugaben einmal schräg abschneiden. Bei allen Rundungen im Halsloch schneiden wir bis kurz vor die Nahtzugabe in einem 90-Grad-Winkel zur Naht in die Nahtzugabe ein. Wirklich bis 1-2 mm vor die Naht, denn wenn wir dann gleich den Beleg wenden, dann legt sich das Ganze viel schöner und viel runder. Setzt diese Schnitte jetzt bitte immer in einem Abstand von einem halben Zentimeter bis zu einem Zentimeter, also wirklich häufig, denn je öfter ihr das macht, desto schöner legt sich das Ganze gleich. Wendet das Teil dann einmal, sodass ihr von Beleg und dem Oberteil jeweils die rechten Seiten seht und formt die Ecken schön aus. Das könnt ihr jetzt zum Beispiel mit so einem Ecken- und Kantenformer machen, wenn ihr möchtet. Schaut auf jeden Fall, dass ihr die Ecken nicht verletzt und dass sie schön spitz nach außen gekehrt werden. Wenn ihr das gemacht habt, dann bügeln wir einmal über diese Naht und schauen, dass kein Stoff verschluckt wird. Das Halsloch sollte wirklich schön rund gebügelt werden, die Spitzen schön spitz und dann die vorderen Kanten möglichst gerade. So sieht das dann aus und jetzt steppen wir in einem gleichmäßigen Abstand von 3 cm entlang der Kante, die wir gerade so schön gebügelt haben, einmal von der rechten Seite darüber und befestigen damit auch den Beleg. Wir fangen unten an zu nähen, verriegeln dort und nähen immer in dem gleichmäßigen Abstand. Nehmt euch gerne ein Handmaß oder Maßband dazu und messt immer die 3 cm aus, damit die immer gleichmäßig sind. Und näht dann erstmal die gerade Vorderkante hoch bis 3 cm vor der nächsten Ecke.
Messt auch hier einmal nach, damit ihr genau den Abstand von 3 cm trefft. Lasst dort eure Nadel stecken, hebt den Nähfuß, dreht das Ganze wieder und näht dann in einer gleichmäßigen Rundung hier den Beleg am Halsloch an. Achtet darauf, dass wenn ihr jetzt wieder zur Schulterpartie kommt, dass auch hier Beleg und Oberteil genau aufeinander liegen. Näht dann weiter das restliche Halsloch bis zur nächsten Ecke und dann wieder runter bis zum Saum. So sieht das jetzt zum Beispiel an der oberen Ecke aus, wenn ihr den Beleg angenäht habt. Der Abstand ist immer 3 cm groß. Dann widmen wir uns jetzt den Ärmeln. Auch wenn ihr gerade den Beleg noch nicht angenäht habt, weil ihr die Bluse näht, dann könnt ihr jetzt hier wieder mit einsteigen. Legt jetzt den unteren und den oberen Ärmel rechts aufeinander und zwar mit dieser runden Strecke und steckt die Strecke einmal komplett aufeinander. Ich beginne hier rechts und links an der Kante, stecke mir dann die Mitte und dann die restlichen Strecken dazwischen. Macht das bitte bei beiden Ärmeln und näht dann diese runde Strecke. Wenn ihr so beide Ärmel vorbereitet habt, dann bügeln wir die Nahtzugaben einmal platt und dann in Richtung des unteren Ärmels. Wenn ihr habt, nutzt dann hierfür gerne ein Bügelei, denn diese Strecke ist ja rund und ist sonst ein bisschen schwieriger ranzukommen. Bügelt keine Falten da rein und dann steppen wir einmal von der rechten Seite füßchenbreit unsere Nahtzugaben in Richtung des unteren Ärmels. Das bedeutet also, wir führen die Kante des Füßchens genau an der Naht entlang, die wir eben genäht haben, sodass in einem füßchenbreiten Abstand dann eben hier so eine Naht entsteht. So sieht der zusammengesetzte Ärmel jetzt aus. Wir falten ihn dann einmal in der Mitte, sodass die geraden Kanten hier rechts aufeinander liegen und stecken dann die gesamte Strecke einmal, oben vom Armloch bis runter zum Saum. Die Teilungsnaht des Ärmels soll genau aufeinandertreffen, deswegen stecke ich auch hier wieder eine Quernadel genau durch die Naht von der oberen und unteren Lage. Das mache ich bei beiden Seiten und nähe dann diese Strecke. Dann möchten wir die Ärmelnähte bügeln. Wenn ihr habt, dann nehmt doch gerne so einen Bügelarm dazu. Dann könnt ihr nach dem Plattbügeln der Naht einfach euren Ärmel über den Bügelarm stülpen und könnt gut aufpassen, dass ihr keine Falten hineinbügelt. Ansonsten gerne einfach mit der Spitze des Bügeleisens bügeln, gerne auch mit etwas Dampf und die Nahtzugaben möglichst ordentlich auseinanderbügeln. Kontrolliert noch einmal, dass die Teilungsnähte genau fortlaufen und bügelt dann runter bis zum Saum. Wendet dann gerne den Ärmel und als nächstes stecken wir dann den Ärmel in unser Armloch. Auch wenn ihr bei der Bluse jetzt den Beleg noch nicht verarbeitet habt, könnt ihr diesen Schritt schon mitmachen. Guckt dann einmal, welcher Ärmel der rechte und welcher der linke ist. Ihr erkennt die Vorderseite und die Rückseite des Ärmels an den Knipsen. Im Vorderteil befindet sich nur ein Knips, im Rückteil befinden sich 2 Knipse. Sortiert also den richtigen Ärmel dem richtigen Armloch zu und steckt dann als erstes rechts auf rechts hier die untere Seite von unserem Ärmel, also die Ärmelnaht, genau auf die Seitennaht von unserem Oberteil. Nutzt da auch gerne eine Stecknadel, die ihr quer steckt. Danach positioniert rechts auf rechts den oberen Knips im Ärmel, das ist der Schulterknips, genau auf der Schulternaht. Steckt dann die vorderen Knipse aufeinander, also ein Knips trifft auf einen Knips und verteilt dann die restliche Strecke darüber. Im vorderen Armloch bei der oberen Strecke ist ein wenig Mehrweite im Ärmel enthalten, das ist für die Beweglichkeit wichtig. Im rückwärtigen Ärmel ist in der oberen Strecke noch ein wenig mehr Mehrweite enthalten. Verteilt die Mehrweite gleichmäßig auf die Strecke von eurem Armloch. Das könnt ihr entweder erreichen durch ein wenig Ziehen der kürzeren Strecke, wenn es eben nur sehr wenig Mehrweite ist.
Ansonsten teilt immer die Strecken, steckt erst die Hälfte jeweils der Strecke aufeinander, dann wieder die Hälfte davon und so weiter. Wenn ihr diese Seite dann gesteckt habt, dann greift einmal von innen in die Bluse oder euer Kleid hinein. Dann seht ihr, welche beiden Seiten noch fehlen. Also hier das rückwärtige Armloch gehört noch in den Ärmel. Auch hier könnt ihr die Teile wieder rechts aufeinander legen und dann von der gleichen Seite, von der ihr auch eben gesteckt habt, noch die restlichen Stecknadeln stecken und auch die Mehrweite wieder gleichmäßig verteilen. Ihr solltet also jetzt eine Art Kreis gebildet haben, wo ihr gleich hier ringsherum den Ärmel einnähen könnt. Das lässt sich auch von der rechten Seite immer noch ganz gut kontrollieren. Guckt also von rechts einmal darauf und schaut, ob das sinnvoll aussieht und als ob das so aussieht, als würde ein Ärmel aus dem Armloch kommen. Dann habt ihr alles richtig gemacht und wir können hier einmal komplett im Kreis nähen und das bei beiden Seiten der Bluse. So sieht das dann aus, wenn das Armloch komplett mit dem Ärmel verbunden ist. Vorne und hinten verlaufen die Strecken genau gleichmäßig und es ist auch nichts verdreht. Wir beginnen dann am untersten Punkt mit dem Nähen, also dort, wo die Ärmelnaht auf die Seitennaht trifft. Schauen auch hier nochmal, dass die Nahtzugaben immer noch liegen, wie wir sie vorhin gebügelt haben, also auseinander. Dann fangen wir an zu nähen, verriegeln und nähen auch das komplette Armloch mit einer Nahtzugabe von 1 cm. Wenn ihr Quernadeln gesteckt habt, dann könnt ihr die gerne stecken lassen. Ansonsten kontrolliert auch immer, dass die Stofflagen rechts miteinander abschließen, wie wir es sonst auch gemacht haben. An der oberen Seite sollten auch die Nahtzugaben immer noch auseinander gebügelt sein. Und dann näht einfach weiter, bis ihr unten ankommt, wo ihr angefangen habt, mit der Ärmeleinsatznaht. Dort wird dann wieder verriegelt und dann sollten beide Ärmel eingesetzt sein. Anschließend können wir dann unseren Rock kräuseln oder unser Rüschenteil. Je nachdem, wie dick euer Stoff ist, mit dem ihr arbeitet, empfiehlt es sich, das in 2 Hälften aufzuteilen. Also zum Beispiel erst das Vorderteil zu kräuseln mit einer Naht und dann das Rückteil. In jedem Fall machen wir das so, dass wir innerhalb des 1 cm Nahtzugabe, zum Beispiel jetzt Füßchen breit, eine erste Naht nähen und zwar einfach nur durch die eine Stofflage. Wichtig ist, dass ihr am Anfang und am Ende nicht verriegelt und 10 cm Ober- und Unterfaden hängen lasst und die gesamte Strecke mit einem großen Stich, zum Beispiel mit einer Stichlänge von 4 näht. Ich mache jetzt hier zum Beispiel nur die Hälfte. Das heißt, wenn ich angekommen bin, hier bei meiner Seitennaht, hebe ich meine Nadel und schneide erst den Faden nach 10 cm Länge ab. Denn diesen Faden brauchen wir gleich noch zum Kräuseln. Anschließend könnt ihr dann das gleiche nochmal machen und erneut parallel zu der Naht, die ihr gerade genäht habt, nähen. Also nur 1-2 mm daneben, aber immerhin noch in dem 1 cm Nahtzugabe. Wieder lassen wir am Anfang und am Ende den Faden hängen und nähen mit dem großen Stich einmal komplett darüber. Achtet, dass ihr jetzt nicht irgendwie verkreuzt über den Stich näht, den ihr gerade schon genäht habt. Wichtig ist, dass sie die ganze Zeit parallel verlaufen. Wenn ihr die Strecke dann in 2 Hälften aufgeteilt habt, dann müsst ihr das Ganze bitte auch noch im jeweiligen Vorder- oder Rückteil machen, wo ihr es jetzt gerade noch nicht gemacht habt. Also, dass jetzt beide Vorder- und Rückteile mit 2 parallel verlaufenden Nähten versehen sind, die immer an den Enden nicht verriegelt sind und eben noch die Fäden hängen haben. Wenn das geschehen ist, dann legt euer Rockteil oder euer Rüschenteil mit der oberen Kante vor euch hin und fasst die beiden Oberfäden von 2 parallel verlaufenden Nähten an und haltet sie fest und rüscht dann den Stoff auf diesen festgehaltenen Fäden zusammen. Also hier rüsche ich jetzt in Richtung der rechten Seite und kräusel meinen Stoff immer kleiner zusammen. Das passiert so lange, bis ich die Länge erreicht habe von meinem Oberteil, was ich an diese Strecke nähen möchte. Also je nachdem, welche Größe ihr jetzt näht, solltet ihr die Teile dann gleich einmal aneinander legen, damit ihr hier, wenn ihr jetzt kräuselt, genau die gleiche Länge erzielt. Wenn ihr ungefähr bis zur vorderen oder hinteren Mitte gekräuselt habt von einer Seite, dann wechselt die Seiten und haltet die Oberfäden auf der anderen Seite fest und kräuselt dann wieder in Richtung der vorderen oder hinteren Mitte und guckt auch, dass ihr diese Kräusel in eurem Stoff gleichmäßig verteilt. Macht das jetzt bitte ringsherum. In der Bluse unterscheidet sich jetzt nur, dass die vordere Mitte offen ist. Ansonsten könnt ihr auch die komplette Strecke einfach ganz normal kräuseln, wie ich es hier gezeigt habe. So sieht das Ganze dann aus, wenn ich das fertig gekräuselt habe, also ungefähr auf die Länge, die ich jetzt gleich brauche für mein Oberteil. Und das Oberteil legen wir jetzt rechts auf rechts einmal auf die obere Kante von unserem Rock- oder Rüschenteil.
Auch hier Achtung, bei der Bluse ist es ja so, dass die vordere Mitte offen ist. Im Rockteil bzw. hier im Rüschenteil, das ist okay. Beide offenen Kanten der vorderen Mitte können jetzt einfach miteinander abschließen. Bei dem Kleid ist es so, dass nur das Oberteil offen ist in der vorderen Mitte, der Rock aber vorne im Bruch zugeschnitten wurde. Das heißt, hier können wir das Vorderteil ringsherum annähen. Wir beginnen aber in jedem Fall bei der Seitennaht, also steckt jetzt bitte eure Seitennähte vom Oberteil und Rüschenteil oder Rockteil rechts auf rechts aufeinander, gerne mit einer Quernadel und macht das bitte an beiden Seiten. Dann könnt ihr hier als nächstes im Rückteil kontrollieren, ob das Rockteil oder Rüschenteil auch wirklich die genaue Länge von eurem Oberteil habt. Und ansonsten könnt ihr hier immer noch etwas nachjustieren, besonders wenn ihr bei den Seitennähten beispielsweise neu angesetzt habt zum Kräuseln. Aber da ihr dann nichts verknotet oder verriegelt habt, lassen sich die Rüschen die ganze Zeit noch hin und her schieben und auch schön verteilen. Ich stecke jetzt als nächstes meine hintere Mitte von dem Rockteil oder Rüschenteil auf die hintere Mitte von dem Oberteil und verteile auch dann die Rüschen und die restlichen Strecken bei den Partien dazwischen. Anschließend geht es dann im Vorderteil weiter. Hier bei dem Kleid ist es so, dass also zwei offene Kanten vom Oberteil auf eine geschlossene Kante, die im Bruch gelegt wurde, vom Rock trifft. Guckt dafür also bitte, dass die beiden Kanten von dem Oberteil genau aneinander treffen. Die treffen hier beide genau auf die vordere Mitte von unserem Rock. Da sollte weder eine Lücke zwischen sein, zwischen den Vorderteilen, noch sollten die sich überlappen. Guckt auch bitte, dass die Kräusel wieder schön gleichmäßig verteilt sind, dann wird es am schönsten. Und steckt dann die komplette Strecke auch hier nochmal so aufeinander, dass die Teile genau gleich lang sind und miteinander abschließen. Wenn ihr die Bluse macht, dann treffen jetzt jeweils vordere offene Kanten aufeinander. Und anstatt dann einmal komplett im Kreis zu nähen, wie wir es hier jetzt machen können, nähen wir da eben von vorderer Kante zur vorderen Kante auf der anderen Seite. Wir nähen in einem Abstand von 1 cm und gucken die ganze Zeit, dass unsere Kräusel genau mit der Kante von unserem Oberteil abschließen. Das ist sehr wichtig. Guckt, dass die Kräusel auch schön parallel liegen und immer noch gleichmäßig verteilt sind. Und fangt dann an zu nähen, bis ihr wieder dort angekommen seid, wo ihr angefangen habt. Bei den Nähten, zum Beispiel bei der Seitennaht, könnt ihr nochmal darauf achten, dass die Nahtzugaben immer noch so liegen, wie wir sie zuvor gebügelt haben. Hier bei der vorderen Mitte ist es wichtig, dass die Teile eben genau aneinander stoßen. Und bei der Bluse näht ihr jetzt einfach von der vorderen Kante bis zur anderen Kante. Wenn ihr die Bluse näht und auch den Rock bzw. das Rüschenteil jetzt angenäht habt, dann ist es jetzt an der Zeit, mit den gleichen Verarbeitungsschritten, die ich hier vorhin gezeigt habe für den Beleg, auch bei euch den Beleg anzunähen. Also legt den Beleg jetzt bitte von den vorderen Kanten um das Halsloch herum, um die andere vordere Kante und näht dann den Beleg einmal ringsherum vom Saum des Rüschenteils bis zur anderen Seite des Saums vom Rüschenteil. Die Verarbeitungsschritte sind dieselben. Als nächstes fertigen wir dann unsere Schleifenbänder. Dafür legen wir immer 2 Streifen rechts auf rechts aufeinander, stecken dann ringsherum Stecknadeln und lassen einfach nur noch eine Öffnung, auch gleich beim Nähen, von 10 cm in der Mitte, durch diese wir diese Schleifenbänder dann wenden können. Macht es jetzt mit allen zugeschnittenen Teilen, die ihr habt, und lasst unbedingt diese Öffnung, die ich mit Quernadeln markiert habe. Auf der Höhe von den Quernadeln solltet ihr bitte auch am Anfang und am Ende verriegeln, damit sich diese Naht später nicht mehr öffnen kann. Und dann fertigt bitte auch die Ecken wie zuvor, also die Nadel lassen wir immer in dem Stoff stecken, heben dann unseren Nähfuß, drehen dann den Streifen in die nächste Richtung, senken den Nähfuß wieder, nähen weiter. Näht genau so jetzt alle eure Schleifenbänder. Als nächstes schneiden wir dann die Nahtzugaben hier schräg an den Ecken ab, wie wir es auch zum Beispiel schon bei unserem Halsloch und dem Beleg eben gemacht haben.
Wenn ihr das bei allen Ecken gemacht habt, dann könnt ihr die Nahtzugaben, wenn ihr möchtet, auch noch kurz schneiden auf die Hälfte zurück. Und anschließend werden wir dann jeden einzelnen von diesen verstürzten Streifen einmal wenden. Das könnt ihr einfach mit euren Fingern machen oder ihr nehmt euch noch so ein Wendewerkzeug zur Hilfe. Das hier hat zum Beispiel vorne so einen kleinen Haken. Damit können wir uns dann zum Beispiel in eine Naht einhaken. Wir gehen also in den Tunnel, haken uns da ein und stülpen dann unsere ganzen Schleifenbänder einmal um, sodass die rechten Seiten außen liegen. Formt dann bitte auch die Ecken wieder schön aus, damit die schön spitz aussehen. So sieht der Streifen dann aus und als nächstes wollen wir den dann noch einmal platt bügeln. Wenn ihr bügelt, dann achtet darauf, dass die Nähte genau an den Kanten von diesem Streifen liegen. Auch hier kein Stoff verschluckt wird. Und die kleine Wendeöffnung könnt ihr direkt auch schon zubügeln. Die steppen wir dann gleich nur noch ab. Also bei der Öffnung jeweils auch die Nahtzugabe in den Streifen falten und einmal scharf darüber bügeln. Bereitet jetzt bitte alle Streifen so vor, dass sie so aussehen. Und dann steppen wir nur noch knappkantig zu der Stoffkante den Streifen auf der Seite mit der Wendeöffnung ab. Das heißt, ihr näht jetzt nur 1-2 mm von der Kante entfernt, einmal parallel zu der Kante den ganzen Streifen entlang. Verriegelt am Anfang und am Ende und schließt damit eben auch die Wendeöffnung. So sieht das Ganze dann aus. Platziert dann anschließend die Schleifenbänder auf eurem Oberteil, genau in den dafür vorgesehenen Positionen und steckt diese mit ein paar Stecknadeln fest. Das Ganze machen wir dann auf beiden Seiten und dann nähen wir die auch noch an. Wir platzieren uns dann also immer die vordere Kante unter der Nähmaschine und werden dann die Schleifenbänder mit so kleinen Rechtecken annähen. Ihr könnt hier vorne beginnen, einmal gerade runter nähen bis kurz vor Ende des Bandes. Das Ganze dann drehen, die nächste Richtung nähen, das ist jetzt die zweite, wieder bis in die Ecke nähen, das Ganze wieder wenden, die dritte Seite noch genauso nähen, dann die vierte und dann kommt ihr wieder dort an, wo ihr angefangen habt. Dort könnt ihr dann auch wieder verriegeln. Genau so sollte das jetzt bei jedem einzelnen Schleifenband aussehen. Es ist dann ringsherum angenäht und schön fest. Dann fehlen uns nur noch die Säume. Faltet die Säume 1 cm zur linken Seite um, bügelt scharf darüber, bügelt den Saum dann wieder 1 cm um, bügelt noch einmal darüber und macht das Ganze die gesamte Strecke lang und steckt ihn ringsherum fest. Wenn das gemacht ist, dann nähen wir auch einmal die komplette Strecke. Bei eurer Bluse ist es so, dass ihr da wieder von der vorderen Kante bis zur anderen vorderen Kante näht und ihr auch hier ja den Beleg mit einfasst, wenn ihr den Saum umbügelt. Ansonsten geht es genauso. Der Beleg ist jetzt mit eingeschlagen bei der Bluse und so oder so werden wir jetzt knappkantig den Saum absteppen zu der umgefalteten Kante. Gleich fehlen nur noch die Ärmelsäume und wir nähern uns dem Ende. Schreibt uns doch unbedingt in den Kommentaren, ob ihr die Kleid- oder Blusenvariante genäht habt und für was für einen Stoff ihr euch entschieden habt. Da gibt es ja super viele Möglichkeiten und sucht euch doch im Anschluss schon ein passendes Accessoire aus, was ihr dazu näht. Besonders süß dazu macht sich beispielsweise die Yuri-Bag. So, das war's mit dem Saum. Wenn wir den nochmal von nahen betrachten, dann sieht das Ganze so aus. Es ist knappkantig abgesteppt und von der äußeren Seite, von der rechten Seite, parallel zum Saum ist eine Naht entstanden. Die Ärmelsäume könnt ihr dann genauso vorbereiten, also 1 cm ein- und wieder umschlagen und dann feststecken. Nur, dass die Säume jetzt hier etwas kleiner sind, das heißt, wir nähen los, wieder knappkantig zu der umgeschlagenen Kante und müssen uns hier den Stoff immer wieder etwas nach vorne holen und wieder zurechtlegen. Aber auch hier nähen wir einmal komplett im Kreis. Näht jetzt gerne noch ein Stoffetikett in die hintere Mitte und dann habt ihr es geschafft. Herzlichen Glückwunsch! Eure Bluse oder euer Kleid ist fertig. Ja, das war's auch schon. Ich glaube, mit diesem selbstgenähten Teil bist du perfekt für
für deinen nächsten Kaffeebesuch ausgestattet. Dazu kombinieren würde ich noch eine kleine Tasche, wie zum Beispiel die Yuri Bag, auch ein Nähprojekt aus dem Buch, oder die The Ava Bag, eine kleine Patchwork-Tasche. Das Schnittmuster kannst du dir auch einfach herunterladen. Ich freue mich auf unser nächstes gemeinsames Nähen und auf dein nächstes Nähprojekt und wünsche dir erstmal ganz viel Spaß beim Tragen. Bis bald, fühl dich gedrückt!